What the actual fuck? Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Disco Elysium. Ich habe einfach eine kurze Pause zwischen den Aufnahmen gemacht und was gegessen und war nicht am Rechner und komme gerade wieder. Und die beiden veranstalten einfach das hier. Okay, kann man machen. Wie gut. Hello again, sir. Was brauchen wir dafür? Ah, immer noch Beherrschung. Ja, okay. Macht Sinn, mit ihr zu sprechen? Wahrscheinlich Hello nicht. again, esteemed officer. Nee, können wir auch nicht. Also, hätte Sinn gemacht, wenn wir die Tür hätten aufmachen müssen. Aber die Tür ist ja offen. Naja, more or less. Das dürften die Reste der 24-Stunden-Glaserei sein. It's dark. And the flashlight works a lot better if you hold it in your hand. Stimmt schon. Eigentlich total offensichtlich. Right. Now let's get to it. Some areas. Ja, danke. Ich habe einfach nicht dran gedacht, dass wir hier die Taschenlampe brauchen. Wo ist sie doch gleich? Hier. Aber wo sind die Kleider, die sie einst präsentiert hat? So. Tiles on the cube are still smoldering. Like a smooth draw, the filament slides into place. Wir legen mal den The Produktionsplan play ein. key starts blinking. Ich weiß, das ist nicht das, was wir machen sollen, aber es interessiert mich. The speaker comes to life. Static. Ja. Good afternoon. Please Yeah. repeat. Is this the production schedule? Probieren wir es mit dem Passwort für den Produktionsplan. Good. Please repeat the password. Nach dem Leben, der Tod. Good. I've unlocked the production schedule. After ending the call, please press print to access the filament. Really? She just used the same password? Maybe those radio computer guys aren't that paranoid after all. Fortress accident. Is there anything else I can do for you today? Das wäre vorerst alles. Thank you and goodbye. Tiles on the cube are still smoldering. With a quiet determination, the printer starts printing, a piece of paper unfolding like a handheld fan. A black crisscross of letters covers its surface. Du liest den Ausdruck. It's a project report written by the lead producer, Andrew Andy Schott, about Whirl Untethered, a radio game developed by Studio Fortress Accident. The first few pages give an overview of the capital and workforce, while the rest of it seems to be a production schedule. Du liest den Abschnitt über das Kapital. Geld interessiert dich. Du liest den Abschnitt über die Belegschaft. Wer hat dort wie lange gearbeitet? Du blätterst den Produktionsplan durch, um was auch immer es sich dabei handeln mag. Du reißt den Ausdruck ab und wirfst ihn weg. Nein, auf gar keinen Fall. Abschnitt über die Belegschaft? Fortress Accident employed 18 people, the bulk of the team composed of writers and concept artists. There were also radio programmers, sound engineers, a CEO, 2 marketing experts, and a single overburdened producer who developed a habit of popping Pyrrolidon in the basement to escape his obligations. But on the other hand, their obligations were piling up at an inhumane rate, a rate that could only be amended by Pyrrolidon. Why did Fortress Accident have so many concept artists? Moment. Wozu wurden denn für ein Funkspiel so viele Zeichner gebraucht? It didn't. Es wurden gar nicht so viele Konzeptzeichner gebraucht? No, definitely not. A few more producers could have come in handy though, especially when dealing with writers, some of whom routinely skip to work because of mental health issues and extremely unprofessional sleep schedules. One of them
Even managed to steal some valuable company property before skipping town for good. Okay, dann blättern wir mal den Produktionsplan durch. The production schedule depicts their glorious descent into bankruptcy. Wegen der Konzeptzeichner? Not the concept artists. It wasn't even the writers, with their panic attacks and 3-hour lunches. It was impossible not to fail. The project was too large, and no amount of money could satiate the ever-expanding ambitions of the development team. They tried to make a 4 million real game with 400,000 in their bank account. Ja, okay. They thought they could bridge the gap with pure willpower and imagination. They couldn't. Also wurden sie Opfer ihrer eigenen Ambitionen? No. Even then, success remained within an ever-narrowing margin of possibility that, despite everything, never entirely disappeared. That is, until they discovered the Valley of the Heads. Das was? At the 11th hour, the lead designer, Jimsk-born Sulisław Jalisa, decided that what Wirral Untethered needed was a secret mystical location at the extreme edge of the map. This place was to be the Valley of the Heads, where the heads of all the headless constructs could be found. The player would have been able to choose a head for their headless party member, and each head would have been voiced on air by a professional actor. What the hell? Wie viele Köpfe gab es? So many. The last count, there were approximately 10,000 heads for 10,000 headless men, all of which could be endlessly recombined. Wie viele Kombinationen ließen sich daraus erstellen? Do you really want to know? There seems to be a calculation here, but it may take a while. Ja, so schlimm wird es wohl nicht sein. Wir werden Schaden nehmen, aber das ist okay. Oh, wow. Oh, oh. The lieutenant taps his foot impatiently, his arms folded tight against his chest. He's dying for a cigarette. Come to think of it, you are too. Was habe ich getan? Shit, Alter. Es hört nicht auf. What if you broke the radio computer? What if it's never going to stop? Du lässt die Zahlen einfach über dich ergehen. Und das war's. And that's it. Okay, und daran sind sie also gescheitert? Well, yeah, that and the catastrophic data loss. Das muss die Anomalie sein, die Suna in ihrem Protokoll in der Kirche erwähnt hat. On the nature of the data loss, there's ominously little information in the production log. It comes at the very end, where things get fuzzy and dark, where tables and numbers seem to vanish into an eerie nothingness, before the Egonian investors pulled the plug. What is clear is that one day, an unidentified numeric anomaly occurred on the East Insulindian Lintel front, just as the Wirral Untethered project was being compiled that day. Und die Anomalie führte dazu, dass alle Daten in der Luft verloren gingen? When the project was returned, it was completely blank. The team spent weeks on the phone with Lintel, the service provider, but despite their diagnostics, they could never produce a satisfactory explanation or pay for the loss. Was? Der Anbieter war für den Verlust des ganzen Spiels verantwortlich und wollte nicht einmal dafür zahlen? Always read the terms of service. And let's face it, they didn't have any money left for a legal action. Gab es keine Kopie des Spiels? Eine Sicherung? Mysteriously enough, it seems that the off-site copy happened to be on-site when the catastrophic data loss occurred. It was the lead programmer's responsibility to oversee weekly maintenance of the off-site copy and, well, keep it off-site. An explanatory note from the lead programmer has been attached. Und was steht dort? S. Lukanen Kilda, the lead programmer of Fortress Accident,
The off-site copy was on-site because there was no off-site anymore. Not for me, not after 8 months of crunch. Shit. I didn't have a home anymore, so I started keeping it in the basement in the ice bear refrigerator near where I went to sleep. It was perfectly safe there. The temperature conditions were optimal. Nicht besonders überzeugend, oder? Her former colleagues would agree with you. Hat diese Chefprogrammiererin sonst noch etwas hinterlassen? The production schedule ends with a few random notes that seem to be added sometime later. Du liest die zum Schluss hinzugefügten Notizen. 4 months later, by an unknown author. I am the only one left, and it's gotten rather damp here. A few other businesses have gone under, too. Slipstream switched to making skis, and the hairdressers just left, cursing Martinez. They're right, though. Something's seriously wrong with this place. Martinez, all of it. Still haven't got an answer from Lintel about what happened. All I could get were the physical coordinates of the error on the East Insulindian front on that day. Since the computation happened on air, I reckoned it had to coincide with an actually existing location. I have compared the coordinates to a map of Revachol West. Turns out it's only 800 meters from here. The address is Saint-Brun 1147. I am going there to look this thing in the eye. Okay, also die Notizen sind von Suna. Saint-Brun 1147? That's what the street sign next to the church said. Will ich den Abschnitt über Geld lesen? Eigentlich nicht. Aber wenn wir schon mal hier sind. In its short time of existence, Fortress Accident SCA managed to burn through truly insane amounts of money. The first tranche of seed financing brought in 150,000 Rial, but then came the delays. Eventually, the damage reached 400,000 Rial, with only half of the game finished. 400,000 Rial? Yo. These guys knew how to party. Krass, wo hatten sie denn das ganze Geld her? Let's just say it was a real adventure for their Igaunian investor. Okay, dann reißen wir den Ausdruck ab und werfen ihn weg. Tiles on the cube are still smoldering. Okay. Wir müssen runter. Und dann rüsten wir schon mal das Ding aus. Wow, das ist gigantisch. Holy shit. Ich dachte, es wäre kleiner. But it's fucking huge. Die muss doch inzwischen abgetaut sein, oder? This orange machine is dead still. It has a hand-cranked ice cream churner and an electric freezer. The ice around it slowly melting. Okay, warte. Wir brauchen Plus auf Körperapparat. Das können wir. Wir können hier vor allem die Taschenlampe weglegen. Körperapparat war nur das Ding, ne? Kurz durchgeguckt. Schmerzgrenze hilft uns nicht. Elektrochemie, Schauder. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es nur das war. Nochmal Elektrochemie, ja, okay. This orange machine is dead still. It has a hand-cranked ice cream churner and an electric freezer. The ice around it slowly melting. Okay, wir drehen mal die Eiskurbel. Turning the crank feels oddly satisfying. It's all gone now. You'll never become a poet or an entrepreneur. What better to assuage the creeping sense of failure than some frozen fat and sugar? Bringt es nichts, dass wir das Tool haben? Ice groans and howls under the strain of your giant Gewaltsund multi-tool until the lid cracks open. Okay. Krass, ich dachte, das Ding bringt uns echt noch einen Modifikator extra. Aber es hat ja funktioniert. Darkness lies inside, but you can faintly make out an object, intricate and foreign, left there for a sub-zero beauty sleep, a filament memory with the words off-site copy written on its side. Disappointment washes over you
as you stare into the almost empty ice cream maker. Was? Kein Eis? A scoop of ice cream would have been nice, yes. Jemandes Magen grummelt. Der Raum fühlt sich sehr kalt an. Du nimmst den Filamentspeicher. You gently lift the cube from its frosty bedding, careful not to damage it. We should take it back to Miss Lucan and Kilda as soon as possible. I'm not sure how well unused filaments tolerate room temperatures. Ja. Wir hätten übrigens auch den kurzen Weg nehmen können, fällt mir gerade so ein. Aber wir wollten ja eh oben zu dem Ding, also zu dem Computer. Von daher schon okay. Yes, but aren't you curious to know what's on the precious filament? There's a radio computer upstairs. Ja, bin ich. Ich bin super neugierig. Oh, wir haben das Tool automatisch weggesteckt? Nein, haben wir nicht. Okay. Nur eine komische Handbewegung gemacht. Dieses würfelartige Gewirr aus Filamenten liegt eigenartig zerbrechlich in deiner Hand. Seine komplexe Struktur fühlt sich immer noch kalt an. Auf einem silbernen Klebeband auf der Seite steht externe Kopie. Hinweis: Dieses Filament enthält Informationen, die mit Hilfe eines Funkcomputers gelesen werden können. Oh, damn, will ich das? I'm so tempted. Ich bin wirklich versucht, das einfach auszudrucken. Ne? Damn. Das Einzige, was mich davon abhält, ist wirklich der Punkt, dass es eventuell beschädigt wird, wenn es zu lange in der warmen Luft bleibt. Wir gehen zu Suna. Es tut mir selber ein bisschen weh. Wir gehen zu Suna. Yes, what is it? Wegen der externen Kopie, die ich besorgen sollte. Yes? Ich habe Ihnen das Filament besorgt. Thanks. Looks like it's the one. Was machen Sie jetzt damit? Now I'm going to print it out to see what's left of it. Sie hat das Filament bereits in den Kern des Funkcomputers eingelegt und ist kurz davor, die Klappe zu schließen. Wait, no. That's dangerous. She shouldn't do it. Halt, tun Sie es noch nicht hinein. Das könnte gefährlich sein. Warum? Aber okay. No, it's not dangerous. Just depressing. Woher wissen Sie das? I have a theory. Lintel was able to divine the anomaly's location from this broken copy. I want to repeat their calculation, only this time with better equipment. Watch. What an intricate display of failure. The paper starts filling out with ink, soaking it in a gleaming blackness. Not a single line of data stands out. Du bleibst gelassen. Was jetzt? Mit dem Filamentspeicher stimmt irgendwas ganz gehörig nicht. Du weichst zurück. Bitte, hören Sie auf. Hören Sie auf, daran herumzuspielen. Wir bleiben erstmal gelassen. Sona doesn't reply, her hands running over the printout. She's looking for something. For her morning star. Here. I found it. Okay. Sie hebt ihren tintenverschmierten Finger. Wo? Du lehnst dich näher heran. Hold on. Sie befindet sich nun hinter der Tastatur und tippt darauf einige Nummern ein, die nur sie versteht. Der Computer gibt einen Signalton von sich und im Innern beginnt das Licht wie ein strahlendes Herz zu pulsieren. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, mit dem unbekannten Ding zu spielen. Shh. Just give me a second. I'm almost... Sie fängt an, schneller zu tippen. I've never witnessed a program at work before. Done. I've got it. I found
location of the anomaly. Ihre Stimme ist die Freude anzuhören, als sie die Faust in die Luft reißt. Sie haben es geschafft? Sie haben die Koordinaten gefunden? I found the coordinates. She's beaming. You can feel it in your heart. Wow, mein Glückwunsch. Thank you. Time for a celebratory drink, perhaps. Just a thought. Ja, mal gucken. Und wo liegt die Anomalie? Wo ist ihr 2 Millimeter großes Loch in der Welt? There, in the swallow. Sie deutet auf das andere Ende der Kirche, wo eine Gruppe von Wasserbehältern einen rituellen Kreis bildet. Think you can help me again? Sicher? I need you to go move those water bolts for me. I need to double check my calculations. Just walk over to the circle and follow my instructions. Move the third bolt 2 centimeters to the left, and the fourth bolt 5 centimeters to the right. This should do the trick. Okay, 3, 2 links, 4, 5 rechts. Thanks. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo die Wasserbehälter stehen, um ehrlich zu sein. Ich bin jetzt zwar schon einmal durchgelaufen, aber ich habe... Ah, das sind diese Teller-Dinger. Ja, aber was davon ist denn das dritte? Ist das dritte? It's awfully silent again, as if someone turned off the entire world outside those walls. Water inside the bowls stands still. Measurements have been marked down around the bowls, each chalk-drawn line representing a centimeter on the floor. Okay, wir müssen es sowieso beides machen. Wir schieben den dritten Behälter 2 Zentimeter nach links. It moves like a ghost without creating a single trace of sound. Und den vierten Behälter von links 5 Zentimeter nach rechts. Some water spills out of the bowl, wetting the floor. The lead programmer sends you an encouraging thumbs up from across the hall. Time to run back, or maybe walk. This is a sacred place, after all. Ach. Wir run. Yes, what is it? Ich habe die Wasserbehälter in die richtige Position gebracht, wie sie verlangt haben. Was nun? Great. Everything should be aligned now. Sie hält inne und beißt sich auf die gesprungene Lippe. Miss Know-It-All is hesitating. Was ist los? Yeah, nothing. Now the only thing left to do is to unmute the headphones. Okay. If we got the location right, we should then be able to hear whatever sound this anomaly makes. Moment, warum hatten Sie die Kopfhörer überhaupt stumm geschaltet? Honestly, I'm a little scared. Wird nicht einfach nur Stille zu hören sein? Sonst nichts? I don't know. That's what I'm scared of. I don't know. It could be anything. I mean, what sound does the nothing make? How can you even listen to something that doesn't exist? Sie wendet sich dir zu. Die Zentraleinheit wirft einen Schatten auf ihr Gesicht. What if silence is only what surrounds it, but the swallow itself is... Sie verstummt. Ihr Gesicht wirkt im kalten Licht der Elektrizität besonders bleich. Was? I don't know. I'm just scared. Maybe it's going to be something terrifying. Maybe it's going to tear the world apart. Like that evil ink that filled the printout, erasing coherence and meaning. Sie haben recht, wir sollten vorsichtig sein. Wir wissen nicht, womit wir es hier zu tun haben. Maybe. Maybe I'm just tired. Der Tod ist zwar schrecklich, aber wir müssen damit umgehen. Yeah. You're right. Let's do it. Sie setzt ihre übergroßen Kopfhörer auf und ist kurz davor, auf der Tastatur auf Unmute zu drücken. The lieutenant takes a step back. And then, nothing. Nothing happens as Sona Lokenenkilde presses unmute on her keyboard. Nothing but silence. You can hear some small animal cross the floor in the chancel. It's that quiet in the sanctuary.
Hören Sie irgendetwas? She doesn't answer. Her eyes closed and brows knitted together in a state of deep focus, one hand cupping the headphone. Und? Damn it. Sie seufzt laut und reißt sich anschließend die Kopfhörer vom Kopf. Sie weicht deinem Blick weiterhin aus. Sagen Sie schon, haben Sie etwas gehört? No, of course not. Nothing happened. Let's move on. Despite her fear, she was hoping for something extraordinary to take place. Was meinen Sie mit nichts passiert? Haben Sie die Verschlingerin gefunden? No, Sie legt den Kopf in die Hände und massiert sich die Stirn. no. My hypothesis was wrong. According to this, I should have heard something, if I got the coordinates right. Like I said, silence is only what surrounds it. But this is just another failure. Silence sounds like silence. That's all it is. You can try on the headphones. See if you can hear anything. But don't get your hopes up. Silence is silence? You're sure there's more to it? This can't be it. You should have a listen. 83% Chance? Okay. Probieren wir es. Wir haben Eierkopf gar nicht bei seinem Track geholfen. Wir haben es versucht, aber wir haben nicht das richtige Tape gefunden. However. All you hear Damn is it. your own breathing, heavy and hoarse from all the nights spent drinking. It's the breath of an old man. But there's something else. There has to be something big, something unexpected, something new, yet to be discovered. Ghosts, speak to me. When was the last time this world had anything new to say? Well, did you hear anything? Ich bin mir nicht sicher, da scheint etwas zu sein, aber ich konnte es nicht richtig raushören. Yeah. No, I don't think there's anything there. In ihrer Stimme schwingt sehr, sehr bittere Enttäuschung mit. The lieutenant looks down at the floor, as if to say, you're wasting time here. Maybe the speed freaks can help you with this. Go talk with Andre. Na gut, lassen Sie in Ruhe weiterarbeiten. Dammit. Nichts, was wir haben, gibt +1 auf Wahrnehmung. Hiervon schon gar nicht, oder? Minuswahrnehmung. Ich meine, ich spreche mit Andre. Oh, +1 Wahrnehmung, okay. Aber ich glaube, nur wenn wir die Stiefel wechseln, können wir das nicht direkt nochmal machen, oder? So funktioniert es nicht. Ich guck mal. Yes, what is it? Ne, ist immer noch gesperrt, okay. Gut, dann sprechen wir mit Andre. Mein aufgeschlagenes Gebetbuch. So ein Stuff nimmt man hier dann wahr, ne? Es ist krass, dass man selbst mit so einem relativ hohen Wert dann noch Kleinigkeiten dazu entdeckt. Ich frage mich, wo das auf... Also, was heißt relativ hoch? Aber ich frage mich trotzdem, wo das aufhört. Nach dieser genauen Adresse suchte die Chefprogrammiererin vom Fortress Accident. Ja, wissen wir. Danke. Hi again. So, how are things going? Yes? What's the deal? Ich mache in der Kirche Fortschritte, aber es geht nur langsam voran. Bei Sunas Forschung ist ein Problem aufgetreten. What kind of a hitch? Sie versucht mit Hilfe ihrer speziellen Mikrofone eine Anomalie einzufangen, aber sie kann den Ton nicht durch ihre Kopfhörer hören. An audio shortfall, you say? Guess what? We got speakers with massive low end. There's a good chance it can do it. They've got one speaker. One. Uno. Ich
bin mir nicht wirklich sicher, dass es am fehlenden Bass liegt, aber ich frage am besten Suna nach ihrer Meinung. We've got some serious range on this baby. It'll blast her shoes off. Believe me. Goodbye, officer. Okay. Dann fragen wir Suna, was sie davon hält. Zum Glück ist das direkt nebenan. Und die Ladezeiten sind kurz. Yes, what is it? Ach, wir hätten jetzt eine 97% Chance. Let's go. Everything disappears. You are draped in silence like a drowning man staring into his puny little headspace. And then the pressure changes. Was hat das zu bedeuten? It feels like flying on an aerostatic, or when your ears pop, or like a subtle difference in the atmosphere, a weather change hanging in the air. What if the sound you're looking for is too low for you to hear it? Suna, du nimmst die Kopfhörer ab. Was, wenn wir einfach nur eine bessere Tonanlage brauchen? A better sound system? Alright, but where would we get one? Suddenly, a rhythmic beat permeates the walls, causing a small patch of decorative stucco to crumble onto the wooden floor. They should really allocate some renovation funds to this place. Murmelt der Lieutenant, während er den Schaden an den Arabesken begutachtet. No. What they really should do is shut down the disco men for disturbing neighborhood peace. Naja, aber sie könnten mit den Lautsprechern helfen. You mean the speed freaks? Sie schließt die Augen, als noch mehr Dance Music die friedvolle Stille des Heiligtums durchdringt. Of course. The speed freaks. They have a fantastic sound system. And you think they would help me? Das würden sie schon, wenn sie nichts dagegen haben, dass sie sich hier einrichten. I guess I could live through a week or two of peaceful coexistence. Brilliant negotiating there, Detective, as always. Wunderbar. Ich rede mal mit Ihnen. Sure. Let me know how it goes. Okay. Ich bin gespannt. Rein in das Zelt. Hi again. So, yes? What's the deal? Gute Neuigkeiten. Ich habe es geschafft, Suna zu überzeugen. Sie hat nichts dagegen, dass ihr einzieht, jedoch unter einer Bedingung. Sie benötigt eure Lautsprecher für ihr Projekt. We are grateful, Copman. You're an augury of a new era of hypnotic dance music. Ihr werdet den Raum einige Wochen lang teilen müssen, bis sie mit ihrer Forschung fertig ist. That's fine. We can manage. And what about the side business? Have you made up your mind? Du meinst das Drogenlabor? Das wird nicht passieren. Das ist illegal. Nebengeschäft? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Du drückst dein Auge zu. Ah, verdammt. Ich denke, wir gehen mit dem ersten, weil wir tief in uns drin schon sagen, hey, das wäre zwar eine gute Quelle, um an Speed zu kommen, aber Speed kriegen wir auch woanders her. Und es wäre halt ganz gut, wenn die drei nicht so enden wie wir. Von daher, Drogenlabor, es wird nicht passieren. Oh man, really? You're a complete ballbuster. Fine, we can make do. It's going to take us a bit to move our stuff inside. A couple of hours maybe. Come check back later. Let's get moving. Verlassen wir das Zelt. Es wird noch nicht spät genug sein, ne? Nehme ich an, dass die jetzt fertig sind. Ich schätze, wir müssen... Also ich gucke da jetzt nochmal rein, aber werden wir wahrscheinlich erst morgen machen können. Ah, wobei, guck mal, hier ist schon Licht. Naja. Yes, what is it?
Wie läuft das Projekt? Wie ich sehe, sind die Nachbarn eingezogen, aber ich höre hier nichts als nordische Dance Music. What? What Wie läuft das? did you say? Ich sagte, wie läuft das Projekt? I can't hear you. The music is too loud. Das Projekt, wie läuft es? Oh, the project. It's not going well. Wieso nicht? There's that guy. I need him to plug a 3.5 cable into the auxiliary input so that I can route the audio signal through the mixer into the speakers. Warum fragen Sie ihn nicht einfach? Ich werde mal mit ihm sprechen. Thanks. Maybe you can get through his magic rhymes. Let me know how it goes. Glorian Church, the place to be! Make some noise, my church people! Vibrations thump through your blue soul. The music sounds much better in the church. A hawthorn tree on Rue de Saint-Gislain, tangled in its branches. Ja, ich scented weiß doch. bronze flutters in the wind. He stands on stage behind a table, nodding along to the music and waving his hand in the air. In front of him, the audio mixer, one reel spinning. The other reel deck is empty. Cables run hither and thither. On one side you see an auxiliary line in with the number 4.5 written next to it. Kannst du so das Signal bitte durch die Lautsprecher schicken? To the mega! Yeah! I can route it through auxiliary! What kind of a cable does she use? 3.5 or 4.5? 3.5, da bin ich mir sicher. Es liegt da auf dem Boden. Du zeigst auf das Kabel. Oh, she uses 3.5. Yeah. The auxiliary lining is 4.5 millimeter. These two don't mix. Oh no, we're going to be in this church. Don't worry, I have an adapter for it right here. Er sucht das Kabel auf dem Boden. Er hebt es auf, betrachtet den Stecker. Hang on, this is a 4.5. We're all good, people! Mit einem Grinsen verbindet er den Stecker mit dem Hilfseingang. Du hörst ein befriedigendes Klicken. Great! Someone got through to him. Okay, let's get it all set up. Can we turn the music off, please? Hi, die Musik? Everybody! Everybody! Don't panic! I'm going to turn off the on-off for just a sec. For a special scheduled event. The on-off will be back, but we're doing something else for one moment. Alright, go tell her that Egghead is ready to rave to her tunes. And then I'll turn off the music. Yes, what is it? Alles klar, ich habe mit Egghead gesprochen. Er hat das Kabel angeschlossen. Sie können die Tonausgabe Ihrer Lautsprecher jetzt aktivieren. Okay, but think you can ask him to turn the volume down a bit? Just in case. Maximum! Maximum is the only way! I know it is, but could you please turn it down just this instance? Just this one time? Maximum is not the only way, okay? Pump it to the brick! Pump it to the hard master! There's no other way! Glue style! See? He pumps it to the hard master. It's hopeless. Was wollen Sie denn? Warum wollen Sie denn die Lautstärke runterdrehen? Because I'm afraid that something might happen. It's an unknown phenomenon. We can always turn it back up if there's a need. Can't turn down the hardcore! Ich glaube, er versucht zu sagen, dass der Lautstärkeregler auf Maximallautstärke festklemmt. Of course it is. Sie zuckt mit den Schultern und akzeptiert ihr Schicksal. Yeah! Permanent enlightenment! Ray of sound! Never mind then. Let's get on with our project. I'm going to unmute the speakers on a count of 5. Everyone ready? Egghead pumps his hand up in the air, waiting for the beat to drop. Born ready. Ready.
I'm ready if you two are detectives. The lieutenant nods stoically. Suddenly, your palms are sweaty. The church seems cold and large, somehow. There's tightness in your chest. Anxiety. Warten Sie kurz. What? Wir sollten das lieber nicht tun. Es ist gefährlich und auch noch auf maximaler Lautstärke. Ach, scheiße. Egal, tun wir es. Ich bin bereit. 5, 4, 3, 2, 1. Mute disengaged. Sie hebt ihre Hand von der Tastatur. Im Raum herrscht Totenstille. No wind outside. No waves. No floorboards creaking. Total, continuous silence. This is unnatural. The woman looks around. In the silence, you see dust move on the floorboards. The driver of the speaker vibrates in the air and then stops. Plasterwork begins to crumble down the walls. In the silence, a low hum starts creeping up your spine. It's a song inside you, not in the speakers, not in the room. A great bass sigh in the basement of your mind. Slowly, it builds until the air around you starts to vibrate. It's out there now, in the world. Made manifest. It will devour everything. The floorboards, the glass, the streets and the people. Nothing will remain. Guys, what's going on? In seiner Stimme schwingt Beängstigung mit. Er weicht zurück. Seine Augen irren im Raum umher. Ein leichtes Klirren, wie Geschirr in einem Schrank, erfüllt die Luft und schließt sich dem Chor an. It's getting louder. Erneut, dessen Blick auf den sonderbaren Kreis aus Wasserbehältern geheftet ist. In the basins, the water looks like it's boiling. Hosiana! Mother of Mega! Hörst du Eierkopf schreien, gefolgt von etwas, das du nicht verstehst, weil seine Stimme schwächer wird. In his mind, a tidal wave approaching from afar, swallowing entire coastlines on its way. Salvation. He's peaking. The worst high he's ever been on. Was ist das für ein komisches Klirrgeräusch? The beauty and the beat! The future of dance! Planetary! The beauty and the beat. Wie gut, Alter. No, Egg! It's the window! Die Glasscherben rund um Dolores Days Herz scheinen durch den Klang zu vibrieren. Es wirkt beinahe, als ob sie am Leben wäre. In the corner of your eye, the lieutenant steps aside, cautiously, his eyes searching for a possible evacuation route. The window is going to come down. No, the roof! Sie sieht nach oben. Ein Kreischen erfüllt die Luft. Der qualvolle Schrei von Holz und Nägeln. Um dich herum krümmen sich die Säulen der Kirche und knarren laut. Cracks appear on the stained glass window. Cracks run up the wooden pillars in the dark. Come down to us! Love! Below it, all the bass grows, like the jaws of a giant compressor gnawing on metal and wood. It does not sound benevolent at all. It's shaking the building's foundation. The floor twists. Wir sollten gehen. A great pulse arises in your flesh. That's it. I'm muting it. Elektrisches Gefühl. Du bewegst deinen Fuß zum Takt. Oh, damit. Ja, wir sollten aufhören. Suna, schalten Sie es stumm. Keine Panik, es ist wunderschön. Oh, Gottverdammt. Die Kirche stürzt halt ein, oder? Die Frage ist, wenn die Kirche einstürzt, kommen wir raus oder nicht? Ich habe halt keinen Bock auf ein Game Over. Oh, ich wünschte, ich hätte direkt vorher gespeichert. Warum habe ich das nicht getan?
Gott, verdammt. Neugier versus Vernunft. Ah. Ja, wir sollten aufhören. Schalten Sie stumm. Shit! It doesn't stop. Was? Have you? Yes, I've turned it off. Andre, pull the compressor. The place is gonna come down. Fuck! I can't shut it up. The signal's passed. It's not in here. It's... In the mixing desk now, building into a positive feedback loop. Oh, keine Rückkopplung, bitte. This is it. A great roar. The vault of the roof twists above you. Glass shatters somewhere near the door. It's coming down. Eierkopf, im Mischpult. And then it stops. Totally and utterly. As if there never was a sound. Only your ears still ring from the shock. Everybody is staring at Egghead, holding a dangling cable in his hand. A black 3-pin connector. Egg. I pulled the plug. It was getting too hardcore. You did good, Egg. Most of the place seems to be intact. Fucking hell. Programmer lady, tell me you were recording that. 4 years. 22 people. Millions of reals. All that time? This is what we were up against. Just erased it. Suliswolf isn't gonna believe this. Yeah, but did you record it though? It was dope. I think we can use it. Yes, Andre. I recorded it. Damn, I need to send some letters now. Thank you all for doing this. Eggman, you too. And you, officer. I don't know what we've discovered, but I know what it sounds like now. That's a start. Was war denn das? So etwas habe ich noch nie zuvor gehört. It was mathematical information from the anomaly, presented as a waveform. That's what it was technically. Theoretically, I have no idea. I've never even heard of anything like this. A voice seems muffled in the silent church. It's your ears adjusting after the exposure. Ich würde jetzt gerne mit dem Krabbenmann sprechen. Kim, haben Sie das auch gehört? It was very hard not to. I think you're right. There is something going on here. And you need to be very careful with it. I promise, officer. We will not play it again. Werden Sie Sulislav schreiben? Yes, our lead designer. And maybe some of the producers too. And some of the writers. If they're sober enough to open a transmission. They need to hear. That it wasn't her fault. Or theirs. They need to hear about this. Don't worry, I won't send the recording. Although I doubt they have the speakers to produce the frequency anyway. Was machen Sie jetzt? Werden Sie... Stay here. I'm going to stay here with these lunatics. Send letters, maybe meet Suliswolf. Also devise further measurements. I want you to know that's totally chill with us. I don't care, but thank you anyway. Now, I have a theory to come up with. Some kind of preliminary explanation to all this. Or the letter will sound like I've lost my mind. Yes, and we have to get back to stabilizing Martinez. Instead of demolishing it with loud bass noise of unknown origins. Some tiny hard thing lets go in your stomach. You're still alive. You have an explanation for all this. Somewhere deep in you, you know. The person you were knows. Wir sollten nochmal unsere Logikkutte ausrüsten. Das war das Ding und die Brille. Und der hässliche Hut. Ne, den Hut haben wir schon. Irgendwas war das noch. Was gab denn noch Logik? Konnten wir nicht plus 5 Logik?
Ah, die Schuhe. Nee, Moment. Wir haben immer noch die Wahrnehmungsschuhe an. Ah, hier, das Ding. Aber in Wirklichkeit ist der Hut der bessere dafür. So. Und ich tausche tatsächlich die Schuhe nochmal, weil ich meine grünen Schuhe wieder haben will. Yes, what is it? Du stellst eine Theorie zum 2 mm großen Loch in der Welt auf. You don't have to. You already have. A long time ago. Moment, wie das? These thoughts formed in you somewhere, in a long forgotten discussion, behind a kitchen table, in drinking coffee and smoking, with a friend. And a woman, she was there too. Her hair smelled of shampoo and she was smoking. Oh, shit, Alter, ich hatte mir sowas gedacht, aber... Suna, das ist der Ursprung des Graus. What? In der Verschlingerin. Dort beginnt es. Dort wird das Grau geboren. But Pale isn't here. We're thousands of kilometers from the edge. That comforts her. Nein, du siehst auf. Wir befinden uns nur 20 Meter von seinem wahren Rand entfernt. Das Grau ist bloß eine Erscheinung. Ein Übergang zwischen der Welt und dem anderen. Wir 20 Meter von seinem wahren Rand entfernt. She looks up into the darkness under the nave, then back at you. Wir sagen eh beides, okay. Das Grau ist bloß eine Erscheinung. Ein Übergang zwischen der Welt und dem anderen. Then what is that? It's nothing. No, it's less than nothing. No. Es ist weniger als nichts. Der endgültige Ruhezustand der Realität. Stellen Sie sich vor, wenn das alles hier, du breitest die Arme aus, nie gewesen wäre. Then the Pale is... Nichts als ein Gefälle. But the gradient, it clearly hasn't started yet. We're here and the Pale is not. Eines Tages, wenn es sich ausgebreitet hat, wird es hier sein. I understand. A theory of the Pale where instead of an outer ocean, it metastasizes. Like a cancer or a mold. Erupting in points inside the world. Warte. Eine Theorie über das Grau, in der es kein weiter Ozean ist, sondern metastasiert wie ein Krebsgeschwür oder Schimmel. Und an bestimmten Punkten innerhalb der Welt zum Vor... Ah, okay. Das hier ist so ein Punkt. According to this, how long... Wie lange, bis es mit dem Verschlingen beginnt? Es hat bereits begonnen. Angefangen beim Schall. And information. Causing data losses in the East Insulindian front. Have you considered why it's formed in a church? And also when or how it might start growing, or if it has other effects in addition to sound and data? An intellectual hunger fills her now, casting fear aside. I also have a question, since we are piling them on. How do you know this? I'm not doubting you. I'm simply curious as to how a detective of the RCM knows how to think this. Es ist nicht in einer Kirche entstanden. Die Kirche ist um es herum entstanden. Of course! A pinewood sarcophagus, or a containment facility of some kind, built by the first settlers. Ja, sie müssen instinktiv gewusst haben, was zu tun ist, oder religiösen Gebräuchen gefolgt sein, die wir längst nicht mehr kennen. I have considered the same. The bad news is, there were 7 pinewood churches built in the first decade of provincial settlement. The fuck? Most of them were burnt down during the revolution, or repurposed before, during the suzerain. I'm not saying all of them have one in them, but... Some of them might. A black grain hanging in the air. The Black Barn. Scheiße, Alter. Gerade so ganz kleine... Oh, wie heißt denn... Warte. Sekunde, ich muss ganz kurz was nachgucken. Da bin ich auch schon wieder. Es gibt eine Graphic Novel Reihe
mit dem Namen Gideon Falls. Die geht nicht wirklich in die Richtung, aber irgendwie so dieses kleine schwarze Korn, was in der Luft schwebt, irgendwie erinnert mich das gerade massiv daran. Abgesehen davon fand ich es eine sehr coole Comicreihe. Also ich habe die Sammelbände, wo halt immer so mehrere, wie heißt denn das, Issues drin sind. Das sind 6 Bände, dann ist das abgeschlossen. Also ist jetzt keine ewig lange Reihe. Kann man mal reingucken, wenn man möchte. However, ein schwarzes Korn, das in der Luft schwebt. Die vielen gescheiterten Unternehmen im verfluchten Gewerbeblock. Das ganze Elend in Martinez. You think the presence of that puncture has somehow influenced the outcome of events here? Even say software development? She already made up her mind when she heard it. Some kind of great and uncaring force had to play a part. It wasn't only them. Ja, selbst die Revolution wurde hier in die Knie gezwungen. Eine Art entroponetische Geschichte. I told the producers we need to go and move to a normal office building with amenities. But no, the artists like the milieu, the writers like the history. I told them. Ich sollte die Leute, die noch dort arbeiten, davon wissen lassen. Sie könnten betroffen sein. Nein, es ist besser, wenn sie es nicht wissen. Es ist besser, wenn sie es nicht wissen, glaube ich. Es ist auch so eine abgedrehte Theorie, wenn man hier nicht dabei war, die lachen uns halt aus. I told them. But no. Normal office buildings are bourgeois. Und Kim, um auf ihre Frage zurückzukommen, ich glaube, ich habe diesen Gedanken früher schon einmal gehabt. Daher weiß ich das. An amateur anthroponetic police officer. I'd like to say I've heard stranger things, but I'm not sure. This is a hell of a guess, however. Well worded, I might add. Danke. Yes, it is very interesting. But I wouldn't say you know. This is a guess. One that's going to have to be proved by anthroponetic scientists. Eines Tages wird die gesamte Welt wie dieses 2 Millimeter große Loch sein. She falls silent. The wind blows in through the hole in the stained glass window, cold and moist. I'm going to leave that out. But the rest? Some of this I can use to start to explain this to the rest of the team. Maybe I'll sound mad, but... Man, you will certainly sound mad. One more thing. Maybe a club for anodic music isn't the worst thing you can erect around this particular point in space. Vielleicht nicht, nein. Ja, das ist zwar verrückt, aber gut. Ich finde schließlich auch. Der Club ist das Einzige, was diesen Ort und die übrige Realität zusammenhält. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, vielleicht ist das Ganze auch gefährlich? Ja, aber... vielleicht nicht, nein. Yeah! Once the light is on in the universe, it will never go out. Thank you, Egghead. Let's leave it at that, shall we? We have an anthroponetic detection to perform in this district. Na gut, dann lassen wir sie mal in Ruhe weiterarbeiten. Holy shit, Alter. Was zum Fick? Wir suchen nach dem Einzug der Raver den Nachtclub. Das können wir wahrscheinlich nach 22 Uhr machen, oder? Mal gucken. Ich muss jetzt auf jeden Fall einen Skillpunkt hier ausgeben. Weil was auch immer wir gerade das große Aufräumen. In letzter Zeit läuft jemand in deinen Träumen herum und sucht etwas. Räumt auf und räumt um. Räumt alle nicht erfüllten Träume weg und legt alte Schmerzen in Kisten. Die schlimmsten Albträume sind für eine Weile zur Ruhe gekommen. Ein Lichtfleck an der Schlafzimmertür, wenn die Sonne untergegangen ist. Das Zucken von Augenlidern in der Frühlingssonne. Ein Gedanke, der kommt, nur um wieder zu verschwinden. Und dennoch wird allmählich ein Muster erkennbar.
5,5 Stunden. Ich bin gespannt. Ich bin super gespannt. Oh mein Gott, ist das großartig. Es ist halt so fantastisch, dass das halt alles nichts mit dem Fall zu tun hat, aber einfach so großartiges Worldbuilding ist. Ich liebe es. Ich würde es noch mehr lieben, wenn ich meine Klamotten wiederfinde. Du und du. Und dann sind wir, glaube ich, good to go, oder? Wir haben immer noch Logik. Achso, das Oberteil, aber das Oberteil können wir auch behalten. Es sei denn, wir brauchen jetzt spontan Konzeptbildung oder Rhetorik. Aber das passt schon. That's fine with me. Okay, das war crazy shit. Das war richtig crazy shit. Was ist denn jetzt eigentlich da, wo das Zelt stand? Nur so aus Neugier. Nichts mehr, okay. Haben wir nichts vergessen. Okay. Warum kann ich hier nicht quick traveln? Warte. Ganz bescheuerte Idee. Also, vielleicht ist das ungewollt, vielleicht ist das ein Bug, vielleicht hat es irgendeinen Grund, dass wir hier nicht quick traveln können, aber hier schon. Vielleicht sind es einfach abgetrennte Gebiete, in denen das nicht geht. Aber wenn wir das Quick Traveln nicht nur als Quality of Life Funktion sehen, sondern tatsächlich als eine Sache, die mit dem Grau, die mit dem Pale verbunden ist, vielleicht können wir dann nur durch das Grau Quick Traveln? Beziehungsweise durch das, was auch immer jenseits des Graus ist? Vielleicht können wir deshalb nur in der Nähe von so Löchern in der Welt quick traveln? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken, angenehmen Tag noch und macht's gut, haut rein. Und tschüss.